Also wir haben vorbereitet, Fasern runtergeklebt, Leather Plastic Paste haben wir uns entschieden für Füllstoff, weil es eben eine Beschädigung ist in einer ansonsten intakten Oberfläche. Wäre es ein Trockenbruch gewesen oder mehrere, dann hätten wir Filler genommen und Flüssigleder hätten wir genommen, wenn es ein bisschen was Antikes gewesen wäre, wo wir ein bisschen mehr Glanzgrad brauchen, weil Flüssigleder ist leicht glänzend. So, jetzt haben wir das also soweit repariert, Farbe auch aufgetragen, Zwischenschliff gemacht, nochmal gefüllt und so weiter und so fort. Das sieht jetzt gut aus. Ich gucke darüber, was da drüben liegt. Und jetzt wollen wir den Topcoat auftragen, um die Oberfläche zu schützen, den Glanzgrad nochmal final einzustellen und ja, so eine Art Opferschicht zu haben, dass das eben auch gegen Abrieb fertig ist. Und hier ist auch ein Anti-Soiling-Additiv drin. Also unser Topcoat ist schon so eingestellt, dass es nicht unbedingt schmutzig wird und der gleicht sich ganz gut der Geschichte da an. Schöne Haptik hat er auch noch. So. Wir haben zwei Topcoats, und zwar einmal, jetzt muss ich einmal drauf gucken, matt und einmal Glanz, und die beiden kann man miteinander mischen. Also wenn matt zu matt ist, dann macht man ein bisschen Glanz mit dazu und kann dann eben einen Seidenglanz bekommen oder eben, wenn Glanz alleine auf einer Oberfläche zu glänzend ist, dann würde man also ein bisschen matt mit reinmachen, Topcoat matt, und dann kann man die miteinander mischen. Jetzt haben wir hier einen ganz neuen Sitz von einem neuen Fahrzeug, also ganz modern alles. Das ist tendenziell sehr matt, deshalb werden wir mal nur mit matt arbeiten. Und auch hier ist wichtig, nicht nur bei matt, auch bei Glanz, dass man natürlich das einmal gut aufschüttelt. Bei matt ist es fast noch ein bisschen wichtiger, weil in diesem Topcoat natürlich schon Mattierung drin ist. Aber es gibt noch einen dritten Topcoat, fällt mir gerade ein, Automöbel nennen wir den, Topcoat Automöbel. Das ist schon ein vorgemischter Seidenglanz Topcoat. Das ist schon matt mit ein bisschen Topcoat Glanz drin. Genau, also gut schütteln. Und jetzt machen wir hier 50 ml ungefähr Topcoat rein. Also hier ist so eine Skala an diesen Bechern, die gibt's ja auch von uns. Und ich habe hier schon Muttern reingemacht, die sind auch dabei. Also in diesem 10er-Set von diesen Bechern sind auch 20 Muttern mit dabei. Mal 2 Muttern hier mit reinmachen, weil wir machen jetzt Vernetzer rein. Das ist ein Härter, ein 2K-System ist das also. Und der soll gut verrührt werden. So, bei dem Vernetzer, den ich jetzt hier habe, da steht drauf, dass man ab August 2023 eine Schulung braucht, um den weiter verwenden zu dürfen. Wenn du das Video jetzt guckst und es ist nach 2023, dann ist es nicht der Vernetzer IC2, sondern dann hast du schon den neuen Vernetzer, der keine Schulung braucht. Der ist jetzt noch in der ersten Produktion, Entwicklung ist fertig zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier gerade das Video aufnehmen. Also lass dich da nicht von irritieren. Vorgehensweise ist absolut identisch. So, der ist wasserzügig. Das heißt, der fängt an zu reagieren, wenn er Feuchtigkeit bekommt. Wenn man jetzt eine hohe Luftfeuchtigkeit hat, die wir jetzt aktuell hier haben, weil es eben regnerisch draußen ist, dann würde der schneller reagieren als in einem trockenen Sommer zum Beispiel. Lange Rede, kurze Message, aufmachen, gleich wieder schließen und dann sich erstmal um die anderen Sachen kümmern. So, wie viel kommt jetzt Vernetzer in den Topcoat? Das ist davon abhängig, um welches Material es sich handelt. Bei Leder 2%, bei Kunstleder 5% und bei Hartplastik 8%. Man sollte nie über 10% gehen, weil er dann nicht ausreagieren kann, dann bleibt die Oberfläche klebrig. Also 8% mal so als Maximum nehmen. Und noch eine Geschichte, wenn man eine Reparatur bei Kunstleder macht, empfehlen wir diese 5%, die man in den Topcoat macht, auch in die Farbe zu geben. Und wenn man eine Kunstlederreparatur macht, dann empfehlen wir die 8% in die Kunstleder, also in die Kunststoffgrundierung zu machen, 8% in die Farbe zu machen und 8% in den Topcoat zu machen. Genau. Aber was haben wir? Wir haben Leder, also nehmen wir 2%. Das sind bei 100 ml, also 2 ml. Bei 50 ml, die ich hier jetzt habe, ist es dann also 1 ml. Deshalb ist diese Spritze dabei, die geht bis 5 ml. Da kommt man in der Regel mit klar. Und jetzt werden wir hier 1 ml ausziehen.
Und was ihr jetzt seht ist, ich mache erstmal zu, damit es nicht wasserzügig ist und gebe jetzt diesen ml-Vernetzer da rein. Mache nochmal meine Spritze ein bisschen sauber, dass ich die dann auch wieder benutzen kann. So. Und der Vernetzer hat eine Topfzeit von maximal 4 Stunden. Also der muss jetzt innerhalb von 4 Stunden verarbeitet werden. Ansonsten hat sich das mit der Vernetzung erledigt. Und deshalb sollte man den immer, bevor man eben Vernetzer aufträgt, das machen. Genau. Und jetzt rühren wir das nicht, sondern wir schütteln das. Weiß nicht, wie das bei James Bond ist. Nicht gerührt, geschüttelt. Weiß nicht, Bodo, du bist hinter der Kamera. Wie ist der Spruch? War schon richtig? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir ja, wenn ihr zum Präsenzschulung kommt und wer sich da gut auskennt mit 007, wir das noch einmal korrigieren. Auf jeden Fall, wir wollen es schütteln. Der Grund ist, dass also 2% ist halt nicht viel, aber 5 und 8% ist auch nicht viel. Wir wollen aber eine gute Vermischung haben und man kann das ja mal mit einer Farbe ausprobieren. Wenn man umrührt, hat man eine schlechtere Vermischung, als wenn man es schüttelt. So einfach ist das. Der schäumt ein bisschen. Nicht nur deshalb, aber auch vor diesem Hintergrund empfehlen wir, den zu filtern, weil so kriegt man jetzt den Schaum oben in die Filtertüte rein und muss sich dann nicht weiter drum kümmern. So, ich verschwinde mal kurz aus dem Bild und bringe das weg. Und da bin ich wieder. Das ist Thema Topcoat. Jetzt nächster Schritt. Wir werden ihn aufsprühen und die Reparatur zu Ende führen.